Willkommen hier beim WM-Report 2023. Wir haben heute den ersten Tag, Montag dieser Weltmeisterschaft hier in Rodekro. Und heute war ein hervorragender Tag. Wir hatten keinen Regen ab heute Morgen und so konnten wir einen kompletten Tag fliegen von 8:30 Uhr an bis 18 Uhr. Wir haben heute Morgen mit einem Zeitflug angefangen bei recht starkem Wind. So war es für einige Piloten schwer, aus dem Rückraum zurückzukommen zum Landepunkt, und so haben schon in einigen Gruppen Piloten keine Landepunkte bekommen und sind vor den 10 Minuten gelandet, was natürlich sehr hart ist, gleich am Anfang schon Punkte zu verlieren. Das heißt, das könnte ein Streichergebnis sein, das schleppt man eine gesamte WM mit sich rum, und das kann schon zu Stress führen. Wir haben weitergemacht mit dem Streckenflug, hervorragende Streckenflugbedingungen mit Thermik. Man konnte auf beiden Seiten fliegen, der Wind kam gerade, und einige mutige Piloten, die sehr weit weggeflogen sind, wurden belohnt mit gewonnenen Streckenflügen. Auch hier hat es schon einige Punktverluste gegeben. Team Österreich war mit Jürgen Pölzl, also Jürgen Pölzl führt nach der ersten Runde, hat einen hervorragenden Speed gezeigt, Streckenflug gewonnen, Zeitflug gewonnen, ist also stabil durchgekommen. Der Andreas Herig hat 2 Strecken abgegeben und damit schon wertvolle 100 Punkte abgegeben im Streckenflug. Im Zeitflug sind eigentlich alle durchgekommen mit einigen Landepunktverlusten. Also so die 100 Landepunkte heute bei böigem Wetter und Turbulenzen am Boden zu bekommen, scheint nicht einfach zu sein. Im Speedflug haben wir eine Bestzeit gesehen mit 13,7 Sekunden und es waren sehr viele 14er Zeiten dabei. Gleichmäßige Bedingungen, also das war nicht so, dass jemand keine Chance gehabt hat, eine schnelle Zeit zu fliegen. Es waren manche Phasen, in denen die Zeiten etwas langsamer waren, vor allen Dingen am Anfang der Speedflugaufgabe. Aber es waren, wie gesagt, ordentliche Ergebnisse. Es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen heute. Also wir haben immer 4 Minuten Rahmenzeit und jeder zweite Pilot hatte das Gefühl, die Höhe beim ersten Start war nicht gut, und so wurden sehr viele Restarts gemacht, was natürlich den Speedflug sehr in die Länge zieht. Aber so ist es, wenn man mal 4 Minuten Rahmenzeit hat, möchte man sie nutzen. Wir haben dann noch heute den Speedflug der zweiten Runde geflogen. Hier gab es einen Platzer im Start, ein Freestyler 6 hat die Ohren angelegt, und leider sind auch weitere Modelle im Start, also im Start, in der Startphase beim Loslassen schon zerstört worden, und auch im Speedflug eine A-Wende war nicht glücklich gelaufen. So sind schon 4 Modelle komplett zerstört. Das ist traurig, weil es am Anfang einer WM natürlich besonders wehtut. Ja, wir hoffen morgen auf einen weiteren guten Tag. Wir haben den Zeitflug der zweiten Runde begonnen, und hier gab es wieder einige Piloten, die schon sehr früh zurückgekommen sind. Hier gab es weitere Punkteverluste. Sehr, sehr schade. Also auch es gibt Piloten, die in beiden Aufgaben ihre Zeit nicht voll geflogen haben. Sowohl im ersten Zeitflug als auch im zweiten Zeitflug. Da fehlen Punkte, die nicht mehr aufzuholen sind. Man kann nur eine Aufgabe jeweils streichen. Also einen Zeitflug, einen Streckenflug, einen Speedflug, egal aus welcher Runde, immer den schlechtesten. Wenn man dann schon 2 schlechte hat, 2 schlechte Zeitflüge, dann muss man einen schon mit in die Wertung nehmen. Genau, wir hoffen, dass es morgen so sonnig weitergeht und freuen uns, morgen wieder einen Report abgeben zu können. Vielen Dank. Hier haben wir Johannes Krischke aus dem deutschen Team. Die wievielte Weltmeisterschaft ist das bereits für dich? Als Pilot die 4. und einmal war ich als Helfer dabei. Genau, als 4-mal als Pilot, 2-mal als Junior. Du hast früh angefangen mit F3B zu fliegen. Genau. Das heißt, es fühlt sich jetzt schon sehr normal an einer WM teilzunehmen. Vielleicht ein kleiner Vorteil, dass man schon mal weiß, wie das abläuft. So eine WM ist doch anders wie ein normaler Wettbewerb. Ja. Und jetzt vielleicht, wie gesagt, ein kleiner Vorteil, dass man
schon mal weiß, wie das abläuft, aber die Nervosität ist trotzdem anders Ist wie auf immer einem noch, Wettbewerb. ja, ist immer noch da. Genau, wie war dein erster Tag heute? Du hattest den Vorwettbewerb geflogen. Was waren dein Fazit aus dem Vorwettbewerb? Was hast du jetzt mit in die WM genommen? Ja, es ist auf jeden Fall echt spannend hier mit dem vielen Wind. Die Thermikblasen oder so, es geht relativ schnell, versetzt relativ schnell. Man muss extrem aufpassen, die richtigen Entscheidungen treffen. Fehler sind schwierig auszumerzen. Das war die Taktik auch jetzt für die WM eben. Ja. Am Anfang gut reinkommen. Der erste Zeitflug war relativ einfach eigentlich. Schön abgleiten, das haben wir gut gemacht. Und dann halt keine Stunts machen und gut in die WM starten. Genau, wie war dein Zeitflug hast du voll geflogen? Genau. Streckenflug? Streckenflug habe ich auch voll geflogen, sogar 2 Strecken vor. Genau, war ein bisschen weiter draußen, Schlag wie die anderen. Das war dann bis zur Mitte ähnlich, aber am Ende haben wir es dann auch gemacht. Das heißt, du hattest 25 Strecken, wenn ich das richtig... 25 zu 23. Du hattest, genau, also Johannes musste gleich im ersten Streckenflug, hatte eine Streckenfluggruppe, da war Hans Rossmann drin. Hans Rossmann halte ich für einen der besten Streckenflieger überhaupt, der verliert selten Strecken. Dem 2 Strecken abzunehmen ist nicht einfach und das ist dir gelungen. Schon mal herzlichen Glückwunsch, aber die WM ist noch sehr lang. Wie waren deine Speedflüge? Du hattest 2 Speedflüge? Genau, der erste war für die Bedingungen das Maximale rausgeholt, sicher geflogen. Was war das für eine Zeit? Also 15,5 oder sowas, irgendwie in der Richtung. Und der zweite war dann relativ gut. Die erste Wende haben wir sehr gut getroffen, haben uns dann an der zweiten ein bisschen mehr Luft gelassen und war am Ende dann eine niedrige 14. Zeit. Genau, also das dazu, ich darf die ganze WM über sozusagen die B-Linie betreuen. Das heißt, ich sitze nicht unter den Linien, sondern gebe sozusagen Infos an die Wettbewerbsleitung und die Hupe. Aber ich kann sozusagen aus der Position eines B-Linienhelfers beobachte ich jeden Flug und ich kann sagen, sehr gleichmäßige B-Wenden, das heißt etwas sicher geflogen. Am Anfang haben wir sehr scharfe Flüge gesehen noch, aber man bekommt hier mit, dass wer zu kurz fliegt, kriegt auch kein Signal und das ist einem recht schnell klar, dass man da nicht spielen kann, sondern man muss die Linie überfliegen. Das merken wir da auch, dass recht sicher gewendet wird, aber hervorragende Höheneinteilung und saubere Wenden. In der Wende ist es wichtig, das Modell nicht zu bremsen. Und das ist aus unserer Perspektive dir sehr gut gelungen. Ja, ich gratuliere. Welches Flugzeug fliegst du? Ich fliege ein Device von Martin Weberschock. Das hören wir immer gern. Also wenn gute Piloten dieses Flugzeug gut einsetzen, freut uns das immer sehr. Aber du bist auch der den Device seit sozusagen am längsten in einer WM einsetzt. Du warst einer der ersten WM-Piloten, der auf einen Device gesetzt hat. 2017 war die WM in Tschechien, da bin ich Device. Ja, genau. Also du hast sehr viel Erfahrung bereits gesammelt mit dem Device. Guck, so viele Seile werden wieder weggepackt. Hoffentlich braucht ihr die nicht alle. Wäre schön. Also, vielen Dank. Wir werden dich weiter begleiten. Viel Erfolg morgen. Dankeschön. Schlaf gut und wir sehen uns wieder. Genau. Vielen Dank. Hello. Here we are on the World Championship 2023 for S3B, and I have here the contest director Erik from Denmark, and we are very happy to have such a, what should I say, experienced contest director, because you have already made also other World Championship here in Denmark. So, yeah, welcome. What is your view? Oh, we had a lovely first day. We had the pre-contest with a lot of rain breaks and so we got a good start this morning and no rain breaks, good air, sink, lift and happy people around. So we got 1 full round, 1 task and the first 2 tasks of the first 2 groups of duration. So it's a good start for a World Championship, I think. People are happy around. I think so. Yeah,
I work for him now as an official helper, and I can say you are very clear and very friendly to us. It feels very well to work with you together. Thank you very much. And you were the contest director also of an S3K World Championship. Yeah, I was And- the organizer and contest director in 13 F3K World Champs in Denmark, in Herning, and in 22 together with Jan as well at the F3F World Champs in Hanstholm, and I was also in the organizing committee for the F3F 216 World Champs. And you were also the team manager of the Danish S3B team in the past, or? Yeah, that was in 1994, I think we calculated from. That is really long time ago. I can tell you. It's the first time I met Martin in Germany. I was a small boy in that time. No, really nice. And that what I want to tell you is, he and his family takes 1 week of the vacation now to help here. Your daughter, your son is working, your wife is working here on the basis. So some of the family are really working hard here for that. And you have another contest also where you compete. Yeah, I'm going to Romania in 4 or 5 weeks at the F3K World Champs. Yeah, together with Benjamin, who is also helping. Yeah. So he is also a pilot and a member of the Danish S3K team. And that is something what you can do maybe also next time when you compete somewhere. You can be also the contest director or an official helper somewhere. You have more time than just 1 week to spend in the sport. Exactly. Thank you very much. We will come back to you after some days, and then we will have a view how it went, and we hope that you will show us the way so successful as you do it now. Thank you very much. Thank you very much.